hardcore anime. So just seeing the protagonist being like, objection, like I'm just like, I am absolutely 100% here for it. Also, there's a character in there. So. Sherlock Sholmes. I mean, that alone. I'm just Was like, geht ab? exactly, Gamers. definitely here for it. Capcom-Zeit. Es ist Zeit für das Capsule Company E3 Special, wo sie Dinge zeigen, hoffentlich. Und meine Hoffnung ist, dass sie ein bisschen mehr zeigen, als sie angekündigt haben. Ansonsten weiß man halt, Ace Attorney kommt, Resident Evil 8 kommt, Monster Hunter Rise kommt und noch irgendwas. Ich vergesse das letzte immer. Monster Hunter Stories 2, genau. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Bin ich sehr gespannt. Freue mich drauf. Die Leaks sagen, ein Onimusha könnte gezeigt werden. Man weiß es nicht. Mal schauen. Schauen wir mal. Welcome to the Capcom E3 Showcase. I'm your host, Rachel Querico, aka Seltzer, and I'll be your guide as we walk through the latest releases, news, and updates from Capcom. We'll hear from the Resident Evil Village team, share some news from the world of Monster Hunter, and get the latest on Ace Attorney. Then we'll wrap up with some updates from our friends at Capcom Fighters. So what are we waiting for? Let's get started. Our first stop today, Resident Evil Village. The Resident Evil franchise continues to pioneer the latest and greatest in survival horror. The team has been blown away by the response to Resident Evil Village, which launched last month. It brought the world another chapter in this decades-long story as the franchise celebrates its 25th Ist das so okay oder soll das noch lauter? I'm honored to be able to introduce Tsuyoshi Kanda, producer on Resident Evil Village, with a special message for the fans. Oh mein Gott, eine Special Message nur für mich. Ich muss gerade meine Farben ändern. Warte mal kurz. Ah, das sieht man kaum. There's nothing to fear. Rose! She's everything to me. Oh, warte. Und ja, die Untertitel passen sowieso nicht. In my hands. Go on, rest now. Das ist jetzt so laut, wie es geht. Lauter geht's nicht. Hi everyone, my name is Tsuyoshi Kanda, producer on Resident Evil Village. I wanted to take this opportunity to thank everyone who's played since we launched the game in May. We hope you're enjoying this new chapter in survival horror. As a reminder, everyone who purchases Resident Evil Village will gain free access to our online multiplayer title, Resident Evil RE-verse. Das habe ich ganz vergessen, dass das rauskommt, Alter. Their favorite Resident Evil heroes and bioweapons. I'm now happy to announce that Resident Evil RE-verse will go live next month across all supported platforms. So head into the fray to celebrate the Resident Evil 25th anniversary. Okay. Sie hatten ja eigentlich gar nicht vor, DLC zu machen, aber es haben ja alle nach DLC gefragt. Also jetzt bekommen wir DLC. That's how it goes. Monster Hunter. Whether it's adventuring alongside monsters or battling them with friends, we've got something for you. First, let's dive into the brand new story-based RPG entry to the series, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Hau raus! Einfach Game of the Year right here. Los geht's! Ich, wenn morgen die Nintendo Direct kacke wird. This was his fate. Red may have been strong and skilled, but against the awesome power of nature, he was merely a man. He never stood a chance. All around, things just kept getting worse. But I heard that Guardian Ratha had survived.
and returned to Hekolu Island. I went there to see Red's old monster again. Then, of course, that's when I met you. You were given Red's kinship stone and now a Rathalos egg. This is destiny. Sieht voll cool aus. The legendary monster, Ray's Wing Ratha, the monster with the wings of ruin. It's said that a beat of its wings can bring about waves of destruction. Many people believe there's a connection between the strange happenings and the wings of ruin. The pits are appearing everywhere, and they're emitting a strange light. What's this whole idea of forming kinship with monsters? How do you control them? It's not about control. Monsters help riders of their own will. It's about friendship and trust. Between monsters and riders are just like your bond with Tsukino. What kind of power does Ratha really have? Why are all of these pits appearing? And who are those people who want to take Ratha for themselves? All I have are questions. If there's worry or doubt in your voice, Ratha will become anxious too. He needs to know that you will protect him no matter what. I can sense the flames of his life force. Das Spiel sieht voll gut aus. Ich bin voll begeistert, dass es anscheinend voll das krasse Spiel ist. It's too much for his body to bear. A voice. Can you hear it? Ist das eigentlich die Sprecherin von Zelda? Sie klingt einfach total wie Zelda, finde ich. They have the power of kinship. They're friends. They're monsters. Humans carry the strength of everyone they Ja, meet. keine Ahnung, irgendwo erkenne ich die Stimme auf jeden Fall. My friends here taught me that. I believe in the strength of humanity. Freue ich mich drauf. Ich hoffe, du musst den ersten Teil nicht kennen, um hier das zu verstehen. Weil ich habe keinen Bock, den auf dem 3DS zu spielen oder mir die Handyversion zu kaufen. Oh, shit. Nice. Hau raus, Brudi. Hau raus einfach. Oh. Stimmt, Luna Freya kann sein, ne? Erstmal alle Amiibos kaufen. Ich glaube, das muss ich leider spielen. Ich glaube, das finde ich cool. Looks pretty epic, right? And how about that announcement? The canine companion Palamute from Monster Hunter Rise will be joining Monster Hunter Stories 2 as one of the new monsties in the first free title update coming soon after the game's release. Ich glaube, ich finde sie witzig. You can get an Find sie early cool. peek at the game with the Monster Hunter Stories. Ich mag, dass sie so enthusiastisch einfach ist. Ich glaube, sie hat echt Bock, da zu It sein. also carries your progress over to the full game release just a few weeks later on July 9th. That's not the only way to join the hunt. Millions of you made Monster Hunter Rise a huge success earlier this year, and we have even more content coming, including a new collaboration on the Rise. Let's find out more. Ich finde sie so cool, oh mein Gott. Let's go! This is for my fellow hunters! Aber jetzt haben wir die Kollaboration zwischen Stories gesehen. Jetzt kommt nochmal die Rise-Kollaboration dazu. Ready? I have a
good feeling. What will it be? Moon's blessing emerge. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ziemlich süß. Das ist ziemlich cute. Damn, endlich Black Leather Shorts, Alter. Is like my second home. You think you can take on... Oh mein Gott. Die alte ist DLC? Damn. Ich kann dieses Lied nicht mehr hören, Alter. Ich direkt PTSD von. There has never been a better time to be a Monster Hunter fan. With all the new updates to Monster Hunter Rise and the launch of Monster Hunter Stories 2 this summer. We can't wait to hear about your own stories of adventure. Well, that's not the only thing Capcom has in store for us this July. Fans of Phoenix Wright will have new chapters to explore with the release of the Great Ace Attorney Chronicles. North American and European future attorneys will finally be able to get their hands on the Great Ace Attorney Adventures and the Great Ace Attorney 2 Resolve, which were previously only available in Japan. You'll travel back in time to the late 19th century Japan and London to play as Ryunosuke Naruhodo, Phoenix Wright's ancestor, in this action-packed prequel. Now, let's hear more about the story. So then, let us unravel this mystery. Welcome to the center of the world. War das nicht so ein Spiel, was irgendwie super lange in Japan war und irgendwie nie released wurde und jetzt irgendwie das erste Mal rauskommt? So then, let us unravel this mystery and discover what events. Oder ist das ein komplett neues? Murder. Who are you? Herlock shows. You must have heard of me. We must solve this case, Naruhodo-san. Let us engage in the art of deduction, Mr. Naruhodo. Well, what have we here? It would seem the truth. Ich habe ihr leider nicht zugehört. Ich war von ihrem Enthusiasmus begeistert. The defense demands its right to a cross-examination. Objection! Your testimony completely contradicts the facts. Objection! Dass der Typ übrigens Sherlock Holmes heißt, könnt ihr euch bei den Sherlock Holmes Lizenzinhabern bedanken, welche einfach super die dummen Bratzen sind und einfach den Namen nicht auslizenzieren wollen. Und deswegen heißt der Typ so komisch. Also kommt nicht. Hier, ich will ja keine Tweets an Capcom sehen, die rumheulen, weil der Name falsch geschrieben wurde. Das geht alles an die Sherlock Holmes Geschichte, okay? Escapades, where you can take on the role of a defense attorney. Now, we all want to see some gameplay, right? Let's take a closer first look at two gameplay features new to the franchise in the Great Ace Attorney Chronicles: Dance of Deduction and Summation Examination. What? Hello, I'm Jonathan, Capcom's marketing brand manager for the Great Ace Attorney Chronicles. So this is the capital of Great Britain. Where to? The Supreme Court in Whitehall, if you wouldn't mind. The Capcom team is thrilled to present two new gameplay features, Dance of Deduction and Summation Examination, coming to the Ace Attorney series. While investigating to prove your client's innocence, players will come across conspicuous situations that require further examination with the help of Ryunosuke's legal aid Susato and the brilliance of deduction from Detective Herlock.
Herlock will proceed to present his logic and reasoning spectacular, a grandiose yet flawed series of conjectures. Ryunosuke and Susato will then discuss to correct the flaws in Herlock's deductions. Ich finde da jetzt spontan gerade nicht die Rechteinhaberin von dieser ganzen Geschichte, aber das liegt irgendwie an irgendeiner Tante, die alle Rechte an Sherlock Holmes irgendwie besitzt und die sagt halt so, nee, wir lizenzieren das nicht an irgendwelche Leute. Das ist halt die zusammengefasste Situation. Ich habe das irgendwie vor, keine Ahnung, ein paar Wochen gelesen, wo sich Leute auch über den Namen lustig gemacht haben und hat irgendwer das erklärt, dass es halt einfach daran liegt, dass... Also es liegt nicht daran, dass sie den Namen nicht gekriegt hätten, weil, also nicht daran, dass es zu teuer ist, sondern dass sie den Namen legit nicht lizenzieren wollten. Sie haben einfach gesagt, nein, machen wir nicht. Halt nicht. So. Und, entsprechend geht das alles an die, keine Ahnung, Sherlock Holmes Foundation oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, aber nicht Capcom. Doch, das stimmt so. Zumindest ist das die Story, die ich so gehört habe. Bevor mir nicht irgendwer was anderes verlinkt, ist das mein Headcanon. In courtroom battles, players will attempt to convince 6 jurors of the innocence of their client. Their progress will be displayed and represented by 2 scales of justice, one black, representing a guilty verdict, and one white, representing a not guilty verdict. Objection! In summation examination, take the stand to face off against the jurors, all of whom provide explanations as to why they've reached their guilty verdict. You'll have to identify conflicting statements and sway the jury in your favor. Examine each statement carefully and select 2 contradicting jurors to call out the flaws in their logic. Objection! Be ready to provide evidence from the court record to help prove the contradiction in their claims. When you successfully point out one of these contradictions among the jurors, you might just change their minds, too. With a slam of their fist, each juror you persuade will send a fiery ball towards the scales above and literally tip the scales of justice in your favor. Bring each contradiction to light and persuade the jury to help prove your client's innocence. Ja, das ist jetzt auch so ein Ding, das muss jetzt auch keine, wie lange ist das? 5 Minuten oder so? This is an outrage! This has just been a small taste of the exciting new gameplay features in the Great Ace Attorney Chronicles. We are very excited to get this game in the hands of both new fans and diehard fans alike. Thanks for watching. It already seems like I have a bunch of games to catch up on. There are some exciting new adventures and titles to look forward to. Well, that's a look at the new premieres from Capcom, but what about esports?
Let's close out today's showcase with a few words from Postet das ganze Copyright-Zeug einfach als Kommentar unter das Video, wenn die ganze Geschichte hier fertig ist. Es ist einfacher, als es jetzt mit diesem Chat zu managen, weil ich auch nicht weiß, ob YouTube das jetzt blockt oder nicht und wie es damit aussieht und keine Ahnung. Außerdem ist es sehr einfacher, das dann unter dem Video zu klären, als Kommentar, als wenn das jetzt irgendwie halt so halb im Chat einfach vorkommt. Daher... What's going on, everybody, and welcome to the Capcom Esports presentation for E3 2021. My name is Vicious, commentator for the Capcom Pro Tour. Ich wollte eben gerade noch fragen, was hat Capcom denn für Esports, aber die haben ja Street Fighter. Extraordinaire. Hollywood, Rob TV. What's going on, Rob? Oh my goodness, Vicious. Host extraordinaire. That just sounds. Wenn jetzt 10 Minuten Esports kommt, bin ich leider raus. Kann sein, dass ich zwischendurch einfach gehe und später wieder komme. Capcom E3, it just feels right and you feel the electricity in the air. Nice! Nice! What? That was nasty! Oh mein Gott, das war so cool! Wow, ich kann nicht glauben, was für Moves er anwendet. Das ist ja Wahnsinn. Holy! Postet die Hypes in den Chat. Haut die Poggers raus. That's right, Rob. If you think you're the best in your region, sign up for Capcom Pro Tour to prove it and become possibly a world champion at Street Fighter V. The double perfect, the way he looked at the camera. Reverse wird größter E-Sports-Titel. Ich hoffe einfach nur. Stell dir vor, es kommt Reverse raus und ist einfach insane beliebt. So, spielen einfach 30 Millionen Menschen. 700.000 Zuschauer auf Twitch jeden Tag, die nächsten 2 Jahre durch. Capcom Cup. Das ist so fucking witzig, Alter. Item just reset in grand finals of Capcom Cup. So behind me, you can see in all of its glory, the Capcom Pro Tour 2021 official stage and set. And that's a place that you are very, very familiar with. That's right, we take all of our events and broadcast it live from this stage, and we check out all of the top competitors from each and every one of these regions. And speaking of, the Capcom Pro Tour has shaped up a lot. 2021, we have 32 events going on in the Capcom Pro Tour, spanning across 19 different territories. So there's so many opportunities for players from around the world to get that ticket into Capcom Cup this season. I'm absolutely excited because, again, that is a big change from what 2020 was into what we could expect for 2021. And Mago is your first qualifier for Japan for the Capcom Pro Tour. Not only can you catch the Capcom Pro Tour live on the Capcom Fighters channel, you can do so on a plethora of platforms. We have it on Twitch, YouTube, Twitter, and Facebook. Of course, if you don't catch it live, you can also check out the VODs for all the competitive studying you would need to become a successful Street Fighter V player, as well as catching some of the community-focused content that we have on Capcom Fighters. We have No Neutral, the official pre-show of the Capcom Pro Tour. We have sets where we take players from around the world and play off in an exhibition first to 10. Not only that, actually, we do have Street Fighter League that's happened season after season, non-stop action, 6 teams of 3, duke it out in this battle tournament. Ich finde das auch voll komisch, wie riesig E-Sports ist und das ist so eine komplette Szene, die einfach an mir vorbeigeht. Da geht es um Millionen von Geldeinheiten und das geht einfach an mir vorbei, so. Es sind Stadien, die da gefüllt werden. Das ist einfach, da bekomme ich nichts von mit, Alter. What's happening? It's so good. Let's not forget, the Intel World Opening is happening right now. Top players representing 11 regions around the world are competing for their place in the World Finals happening next month. Be sure to check out the official website for more information, including current standings and broadcast schedule. To commemorate this event, everyone who logged in during this period will receive an exclusive competitor title and dojo object. Also ich finde halt Competitive Sports in allen Belangen langweilig. Ich fand das noch nie spannend, so. Es ist halt bei Videospielen leider auch nicht anders. Smash Bros. Competitive finde ich so fucking lahm, Splatoon finde ich lahm, Street Fighter finde ich lahm. Ich finde sowas halt super unspannend. Aber ist halt dann, bei einigen Leuten packt das halt total. Das ist halt wie bei Fußball dann. Da sind die einfach bei ihrem Team oder ihrem, keine Ahnung, Favoritenspieler dabei und feuern den halt an und sind voll drin, so. Compete head to head. So it's you. I dare you to find better Street Fighter. I dare you. This is a game about being a world warrior. Capcom Cup tournament play.
Das einzige Spiel, was ich jemals kompetitiv spielen werde, ist First Soldier Final Fantasy VII auf meinem Handy. Das alles. This is the ultimate Street Fighter V experience. This is Capcom Pro Tour. Thanks, guys. It's been a really exciting season so far, and I can't wait to see how this plays out on the road to Capcom Cup. Remember to check out Capcom Fighters' Twitch and YouTube channels for more information and to watch the latest matches. So that's a wrap for Capcom at E3 this year. Damn, das waren nur 25 Minuten. Resident Evil Village is back with the latest installment of the survival horror experience and RE-verse as part of the franchise's 25th anniversary. We have new adventures to embark on in the world of Monster Hunter with Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, and Monster Hunter Rise. And don't forget to go back in time with the great Ace Attorney Chronicles to tap into the family history of Phoenix Wright and solve new cases. Finally, don't miss out on the esports fun. Make sure you catch the latest matches with Capcom Fighters. There really is something for everyone here today. But don't go anywhere yet. Join the conversation on Twitter and make sure you check out the Capcom virtual booth on the E3 portal to watch all these videos again and more. I'm Rachel Querico, aka Seltzer. Thank you for being part of the Capcom experience at E3 this year. Also, ja, es sollte 30 Minuten gehen, damit habe ich gerechnet, aber es ging halt nur 25 Minuten. Das heißt, irgendwie 5 Minuten zu wenig. Ich meine, man kann theoretisch nicht enttäuscht sein, weil sie ja im Voraus angekündigt haben, was sie zeigen werden. Und daran haben sie sich halt gehalten. So, es ist jetzt... Sie haben nicht versprochen, dass sie neue Sachen zeigen würden. Daher, prinzipiell kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ich habe halt nur erwartet, dass es vielleicht noch irgendwie ein bisschen länger geht, aber naja, sad. Keine Ahnung. Ich habe vielleicht mit so einem One More Thing gerechnet. Aber was soll's. Welcome back, and that is a wrap. Aber gut, das war's dann mit Konferenzen für heute. Morgen 18 Uhr. Seid ihr bereit für die ultimative Enttäuschung des Jahres, Alter? Ich warte nur darauf, dass Nintendo einfach alle unterbuttern wird, Alter. Die Direct morgen bereite ich mich aufs Furchtbarste vor mittlerweile. Was morgen wird richtig bad, Alter. Das wird richtig, richtig nicht gut. Und, ich bin voll dabei. Ich freue mich extrem drauf, Alter. 18 Uhr geht's los. Holy shit, Alter. Das wird richtig... Haltet eure Höschen fest, Alter. Morgen wird's richtig, richtig traurig. Und I'm here for it. Okay, dann melde ich mich jetzt ab. Damit ich morgen ein bisschen ausgeschlafen bin, weil ich habe die ganze Nacht super schlecht, beziehungsweise gar nicht geschlafen eigentlich. Und wäre voll cool, wenn ich das mal wieder könnte. Daher probiere ich es heute abermals. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen 18 Uhr wieder zum ultimativen Enttäuschungsevent zum Abschluss der E3 2021. Gute Nacht.